Herzlich willkommen zu der Jagd nach der Wahrheit im Glas und heute verkosten wir ein echtes Gespenst. Ein Armagnac von einer Domaine, welche keinen Armagnac mehr produziert, also eine sogenannte Silent Domaine. Es ist der Armagnac von L'Encantada mit dem Namen Domaine Ludon von 1995. Wenn dieses Fass leer ist, wird es definitiv keinen Nachschub mehr geben. Wahrheit im Glas-Modus an. Unser heutiger Armagnac ist von dem Abfüller L'Encantada und falls ihr jetzt euch fragt, wer oder was L'Encantada ist, L'Encantada gehört Vincent Cornu. Er kauft Fässer von teilweise auch geschlossenen Domänen, aber auch von noch produzierenden Domänen und füllt diese dann unter seinem Namen L'Encantada ab. Ihr kennt bestimmt alle die schönen orangenen Flaschen von L'Encantada, die ja doch sehr markantes Design haben. Und falls es euch mal interessiert, wie es bei L'Encantada aussieht, ich blende euch hier oben in der Ecke einmal den Link zu der Videotour von L'Encantada ein. Durfte ich jetzt schon mehrmals besichtigen und ja, ist immer wieder eine Riesenfreude, sich mit Vincent über Armagnac auszutauschen. Und natürlich schauen wir auch noch an der Stelle ganz kurz einmal auf das Flaschendesign. Es ist ja, wie gesagt, dieses orangene, typische, markante Design von L'Encantada, welches wir für verschiedene Abfüllungen kennen. Und natürlich schauen wir uns auch noch die Zahlen und Fakten, welche auch auf der Flasche stehen, jetzt mal noch im Detail an. Und so ist es eben der Armagnac heute von der Domaine Ludon, der Jahrgang 1995. Er wurde 2025 abgefüllt, beziehungsweise, kleiner Hinweis, ich habe jetzt hier ein größeres Sample mitgenommen, das eben von 2025 ist. Also ist er somit 29 Jahre alt, ein Bass-Armagnac von, wie gesagt, L'Encantada. Wir haben hier die Einzelfassabfüllung mit der Nummer 59 und natürlich wie immer auch toll, wir haben mal wieder eine Einzeltraubenabfüllung, ausschließlich Voll-Blanche-Traube, natürlich keine Zusätze drin, der Alkoholanteil bei 52,7%, das Sample direkt aus dem Fass, deswegen auch eine Fassstärke. 50 Cl ist die Flaschengröße und 110 € ist der Preis. Soweit die Hard Facts, ab ins Tasting. Und bevor wir jetzt mit dem Tasting starten wollen, habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr damals das Video zu der Silent Domaine Serie von L'Encantada gesehen? Denn in diesem Video habe ich unter anderem von den 5, welche es insgesamt waren, auch ein kurzes Review gemacht zu dem Ludon, damals der 1998er Jahrgang. Und es war ja auch ein ausgezeichneter Armagnac und hat sich auch durchsetzen können gegen die anderen 4. Falls ihr nicht gesehen habt, ich blende euch den Link hier oben noch mal kurz ein. Also Ludon ist wirklich auch so eine Domaine, wo mir unglaublich gut gefällt. Und das ist jetzt hier ein Sample, welches ich hatte, was ich mir mitgenommen habe von meiner Armagnac-Tour, wo ich ja dann auch eben bei L'Encantada war. Und das Tolle finde ich immer auch, wie jetzt bei L'Encantada oder auch dann zum Beispiel bei der Ross, man hat dort eine Riesenvielfalt an verschiedenen Armagnac, die man probieren kann. Also nicht nur ein Stil von einer Domaine, sondern wirklich verschiedene Arten von Armagnac. Und das ist bei L'Encantada wirklich toll. Also wenn ihr mal in der Armagnac-Region unterwegs seid, dann fahrt auf jeden Fall auch mal bei L'Encantada oder bei der Ross vorbei und probiert euch mal durch ganz verschiedene Armagnac, durch wirklich die riesen Armagnac-Welt. Starten wir jetzt mit dem Ludon, aber 1995, mit dem Blick auf die Farbe. Und farbtechnisch ist es sowas Richtung Bernstein, auch schon so ein bisschen was an Kupfer ist drin. Also er hat solche Rotnuancen drin und bin mal gespannt, was wir für erst Aromen in der Nase jetzt finden. Wow, richtig tolle Frucht-Karamell-Kombination, die mir ja so im ersten Moment entgegenkommt. Sehr schön. Dann habe ich sowas ein bisschen wie so eine Honigmelone vielleicht, aber auch so ein bisschen so eine Kokosnuss-Assoziation. Wunderschön. Also Nase ist schon mal richtig toll. Schöne Nougat noch dazu. Also er hat so für mich auch ganz leichte Speyside-Whisky-Assoziationen, die er bei mir hervorruft. Also unendlich komplex diese Nase, wahnsinnig viel drin, richtig schön. Ja, und dieses Karamell kommt immer wieder so schwallartig hier so ein bisschen raus. Ja, dann probieren wir mal. Santé. Wow. Toll. Oh, Kraft dahinter. Power. Wow. Intensität. Also richtig, ein Armagnac mit Antritt. Aber auch im Geschmack habe ich wieder dieses wunderschöne Karamell. Es ist auch hier fruchtig, vielleicht nicht mehr ganz so fruchtig für mich, wie die Nase noch war. Habe da so eine schöne Orangen-Mango-Kombination, toll. Auch aber das Fass kommt durch, ein bisschen was an Nelken, ein bisschen Zimt ist da und es wird dann eben auch intensiver
mit dem schönen Pfeffer, der noch dazu stößt, Schwarztee. Ja, es ist auch schon das leichte Ranzio da. Im Abgang wird es nochmal intensiver, das Ranzio. Einfach vielleicht sowas wie eine Milchschokolade, die noch dabei ist. Also auch hier wahnsinnig komplex, der Armagnac im Geschmack. Unendlich viele Aromen, die man hier rausschmecken kann. Ganz toll gemacht. Für das Alter steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Und im Abgang, wie gesagt, wird das Ranzio intensiver. Das ist auch das, was hier übrig bleibt. In den Backen hängt dieses Ranzio. Dieser erdige, pilzige Geschmack, der bleibt so ein bisschen an den Backen hängen. Wunderschön. Deutet für mich auch darauf hin, dass er vielleicht schon eher überwiegend in einem feuchten Keller reifen durfte, dieser Armagnac. Aber auch hier ist es für mich ein bisschen was vom Karamell, was wieder da ist. Die dunkle Schokolade, ein bisschen Süßholz. Also das Fass kommt im Abgang für mich auch nochmal ein bisschen mehr durch. Und ja, es ist einfach ein unglaublich kräftiger, langer Abgang. Also der Armagnac ist immer noch im Mund, Wahnsinn, dieses Ranzio ist immer noch da und vielleicht noch so ein bisschen was an Zitronenschalen. Also das finde ich eigentlich tatsächlich schon sehr spannend. Auch immer wieder, wenn ich jetzt mal einen Armagnac habe, weil ich ja ein riesen Foy Blanche-Fan bin, ob man das rausschmecken kann bei diesem Armagnac noch. Ja, so ein bisschen ist noch was da von Foy Blanche, aber er hat schon definitiv auch durch die Reifung wahrscheinlich, wie gesagt, in einem überwiegend feuchten Keller vom Fass und von dem Keller viel mitbekommen. Ein bisschen mehr ausbalanciert jetzt an der Stelle und nicht mehr jetzt so sehr fruchtig. Es ist wirklich hier einfach für mich persönlich eine wunderschöne Kombination aus einer Fassreifung in einem feuchten Keller und diese tolle Fruchtigkeit. Und es ist einfach wirklich ein durchweg intensiver Armagnac. Die Power, die Kraft zeigt er vor allem natürlich im Geschmack, aber dann auch so ein bisschen noch im Abgang. Und persönlich für mich, also für 110 € ein unglaublich super Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Armagnac, da macht man gar nichts falsch. Ihr könnt natürlich auch auf jeden Fall bei L'Encantada direkt bestellen. Vincent schickt euch dann auch Flaschen sehr, sehr gerne zu. Und das ist jetzt wirklich so ein Armagnac, wo ich sage, also wenn euch dieses Aromenspektrum, was ich euch jetzt so ein bisschen beschrieben habe, gefällt, dann seid ihr mit diesem Armagnac definitiv auf der sicheren Seite. Da könnt ihr dieses Geld wirklich beruhigt investieren, denn es ist einfach eine traumhafte Abfüllung. Wenn man natürlich auch noch dazu sagen muss, es ist nur eine 50 cl Flasche, wie eigentlich fast immer bei L'Encantada. Wir schauen noch ganz kurz am Ende auf die Punkte und das können wir ganz schnell machen an der Stelle. 23,5 für jede Kategorie und somit haben wir 94 Punkte für diesen tollen Bass-Armagnac von L'Encantada von der Domaine Ludon. Lasst mich mal gerne wissen, habt ihr mal einen Armagnac von der Domaine Ludon probieren können? Wie sind da eure Erfahrungen mit dieser Domaine? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, würde mich mal sehr interessieren. Und natürlich klar, falls ihr euch dann eine Flasche bestellt, ihr seht jetzt das Review und sagt, ja, da möchte ich mir eine Flasche bestellen, haut es natürlich auch rein, wie er euch geschmeckt hat. Ein kleiner Hinweis noch am Ende, es wird dann zu der Domaine Ludon noch ein weiteres Review erscheinen. Der Jahrgang müsste dann 1996 sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da habe ich mir eben auch dann ein Sample damals mit. Also definitiv ein Abo von meinem Kanal haben, dann verpasst ihr auch dieses spannende Review nicht. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit und natürlich dürft ihr auch noch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Review gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Cheers, macht's gut.